Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hala Madrid, yes. Gestern 1-0 gewonnen. Ja, kann man machen. Es war ein Freundschaftsspiel. Es war nicht Spektakuläres dabei. Brahim Diaz, schönes Tor gemacht. Hause mit einer der Besten. Ja, man kriegt Konkurrenz auf den Platz und auch auf seiner Position und so weiter und so fort. Und da muss man ja auch so ein bisschen besser spielen. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass er, sag ich mal, am Rest der letzten Saison auch besser geworden ist, als ich ihn, sag ich mal, an der Anfang noch der Saison gesehen habe und so weiter und so fort. Ich würde gern die Mannschaft mal jetzt langsam, weil es dauert nicht mehr lange bis zum Start der Saison, auch mal, sag ich mal, in der Bestformation sehen. Das wird jetzt langsam mal Zeit, MAP und so weiter und Co. alle, dass sie mal wirklich zusammenspielen. Und Diomande und, ne, wie gesagt, und MAP und so, das gab's ja irgendwie auch wirklich noch nicht, jedenfalls nicht im Spiel, im Training, ja. Und das möchte ich natürlich mal sehen. Das kann natürlich gegen Schalke, ja, ne, wenn wir schon ein blaues Trikot hinten haben, natürlich ist das Trikot einfach geiler und kann man ja auch nicht vergleichen, ne? Und ist auch ein Freundschaftsspiel. Ich hoffe natürlich bitte, dass wir da nicht abkacken oder irgendwie uns blamieren, auch nicht beim Freundschaftsspiel. Auch das Freundschaftsspiel muss eigentlich stabil gewonnen werden. Gestern war das nicht unbedingt stabil. Arda Güler hat diesmal jetzt nicht so ein spektakuläres Spiel gespielt, wie er das sonst macht, hat sich so ein bisschen, war gestern so ein bisschen zurückhaltend, ihr wisst, was ich meine und so weiter. Das ist aber alles nicht wichtig, dafür war vorher, wenn ihr euch die ganzen Statistiken mal anschaut, bei den ganzen anderen Freundschaftsspielen, das war geisteskrank gut. Mehr muss man da gar nicht sagen. So, und das sagt mir wieder alles. Aber wir wollen jetzt auch nicht wieder das Video komplett auf Arda Güler aufbauen, sondern auf das Freundschaftsspiel. Ich sage mal so, Freundschaftsspiel zu bewerten und überhaupt irgendwie da was rein zu genau, lassen wir das rein zu interpretieren und so weiter, ist, finde ich, ja, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen schwierig. Man kann das nicht sehen. Es kann auch eine absolut schreckliche Vorbereitung sein und in der Saison knallen wir dann richtig durch. Das Einzige, was man sagen muss, oder das, was ich auch sehe, sind eben klar die Schwächen, die man auch schon letzte Saison hatte oder die Saison davor. Es ist einfach, es fehlt die Flüssigkeit noch. Es fehlt so ein bisschen. Das Problem ist, das reden wir jetzt schon seit 3 Jahren. Nochmal, das ist jetzt kein Angriff und das ist auch Freundschaftsspiel und so weiter. Und wir sind Real Madrid, wir kennen das ja, wenn es um was geht, ist es auch immer noch anders. Aber es ist natürlich schön, dass einige Spieler gekommen sind und so weiter und so fort. Das Problem besteht nur, auch das muss sich schon wieder einarbeiten alles so. Und das dauert und dauert. Das ist die 3., 4. Ganz ehrlich, wann haben wir denn das letzte Mal? Eine Frage an euch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Saison war das, wo wir richtig tollen, geilen Fußball gespielt haben? Frage, schreibt mal unten rein. Dann, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, macht es bitte, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke und so weiter. Das wird mir helfen, ganz klar. Und würde mich natürlich freuen. Ihr könnt auch Mitglied gern werden. Ne? Grüße gehen raus an die, ja, sag ich mal, die das alles unterstützen. Und ja, aber Fakt ist, also ich erwarte nicht von Barcelona, dass die hier schön wir reden hier nicht von Tiki-Taki-Spiel und so einen ganzen Kram, sondern von schönen Action und richtig, dass man, sag ich mal, Angst wieder richtig bekommt. Wir haben trotz natürlich 2 schwachen Saisons, haben wir trotzdem den Respekt. Vor anderen Mannschaften, da wäre der Respekt weg gewesen. Bei uns, daran sieht man, das ist Real Madrid. So, aber das Ding ist einfach, es muss viel mehr passieren. So. Und zum Beispiel Arda Güler, es ist scheißegal. Er kann da noch so gut spielen. Er kann wie Superman über ein Feld fliegen. Es hilft nichts, wenn alle anderen nicht mitmachen. Und ich hatte auch schon wieder in den letzten, sag ich mal, Videos, weil ich ja jetzt wieder zurück bin, die letzten Videos stand wieder mit Egos und so weiter und so. Ich hoffe, ich kann das verstehen. Das stimmt auch. Und das ist auch kein Angriff. Schreibt gern Kommentare. Aber es bringt nichts, das mit den Egos, es sind Stars, sie haben alle Egos. Er hat auch ein Ego, aber das ist anders, das funktioniert anders, das funktioniert höflich und vernünftig und ich denke auch, dass das so bleiben wird. Aber das wirst du nicht ausschalten können. Man muss was anderes einstellen, weil MAP, Bellingham werden nicht verkauft. So.
Das können wir das können wir gern unter jedem Video diskutieren. Das wird nur nichts bringen, weil Real die nicht verkaufen wird. Und es ist auch blödsinnig, weil wenn man sich Bellingham anguckt, auch bei der WM und überhaupt, das habe ich schon gesagt, natürlich außer sein Ego, Status, bla bla bla, ist er trotzdem, vor allen Dingen die ersten 1,5 Saison, bombastisch gut. Und von Mbappé brauchen wir gar nicht reden. So, das ist, jetzt könnte man sagen, man hat das bei Paris gesehen, er ist weg und auf einmal funktioniert das. Da funktioniert aber alles andere rum auch. Es ist ja, selbst wenn du Mbappé wegnimmst, klar gab es ein paar Spiele, wo wir besser vielleicht gespielt haben, aber insgesamt, wie viele Tore hat der Junge denn geschossen? Das darf man auch bitte nicht vergessen. Und ich bin Real Madrid-Fan. Ich kann ein Mbappé kann man einfach nicht schlecht reden und dies und jenes, egal was für ein großes Ego er hat. Ich glaube, das größte Problem meines Erachtens war Vinny Junior. Aber der wurde verlängert, da wollte ich ja übrigens noch was zu sagen, das wird demnächst kommen. Ja, okay. Aber hinten, selbst wenn du Vinny und Mbappé wegnehmen würdest, die Mannschaft dann muss auch funktionieren. Und da sehe ich ja auch nicht dieses Flüssige. Selbst wenn du Bellingham auch wegnehmen würdest. Trotzdem ist es nicht so, wie es sein soll. Punkt. Da gibt's gar keine Diskussion. Das heißt, und die würden uns alle auslachen. Stell mal vor, Bellingham, ja, so wie viele ja meinen, wir verkaufen Bellingham, wir verkaufen Mbappé und am besten Vinny Junior auch weg. Und dann, klar, du könntest Haaland kaufen, klar, aber der steht anders drin als, Haaland ist ein geiler Torschütze, aber der spielt nicht so wie Mbappé, der macht auch nicht unbedingt so eine Tore wie Mbappé. Haaland braucht den Ball. So. Der musste noch 2 andere holen. Weil wir ja welche weggegeben. Ja klar, Güler ist da, aber der ist jetzt auch da, wenn Bellingham da ist. Wenn Bellingham mal weg ist, musst du trotzdem einen Ersatz, trotzdem bin ich der Meinung, holen. Es ist aber, die Spielqualität, die Bellingham hatte, ist gut. Einfach gut. So, und von den anderen brauchen wir nicht reden. Vinny wäre eigentlich, das hat mich eigentlich gewundert und deswegen werde ich dazu noch was sagen. So, Schalke, wie gesagt, das muss aber gewonnen werden, da kannst du nicht rumalbern, das ist natürlich klar, wir spielen ja glaube ich auch Schalke, wir kommen dahin, das ist alles schön und gut, die freuen sich, das ist für Schalke auch gut, für Deutschland hier. Aber ganz ehrlich, es ist ein Freundschaftsspiel und das müssen wir trotzdem gewinnen. Natürlich denkt Schalke wahrscheinlich, wenn sie uns schlagen, dass sie jeden schlagen können. Ich kann das ja auch verstehen, aber es ist einfach, mal gucken. Und ich möchte einfach, dann muss nämlich irgendwann die richtige Formation spielen. Ich hoffe, dass Diomande und Mbappé, dass alle da mal so spielen. So. Weil das muss ja auch, weil dann beginnt bald die Saison. Das dauert nicht mehr wirklich sehr lange und ja. Ihr könnt ja mal unterschreiben, was ihr davon haltet und dann würde ich sagen, bin ich schon raus wieder. Kurz und knackig, ihr wisst ja, weil das wollt ihr und das mache ich auch und dementsprechend, ja, Westermann hier wieder mal. Ne? Also gestern nicht, aber ja, kann man so trotzdem so stehen. Also Freunde, Hala Madrid und bis zum nächsten Mal.